Dann willkommen und schön, dass Sie alle hier in dem Raum und auch virtuell gekommen sind zum Vortrag Mensch-Maschine-Interaktion und künstliche Intelligenz an der Hyperorgel von Professor Dr. Hannes Ritschl. Der Vortrag findet in der Reihe KI in der künstlerischen Lehre und Praxis statt, kuratiert und organisiert vom Netzwerk 4.0, explizit diese Reihe auch vom Teilprojekt Didaktische Konzepte für digital angereicherte künstlerisch-musikalische Lehre, bei der Künstlerinnen, Künstler und auch Lehrende von ihren Erfahrungen mit KI-Tools in ihrem Schaffen und ihrer Lehre berichten und wir dankenswerterweise dann auch die Gelegenheit haben, gemeinsam in Diskussion zu gehen und über Möglichkeiten und auch Grenzen der Tools sowie über didaktische Potenziale für den Einsatz von KI in der künstlerischen Unterrichtspraxis zu diskutieren. Mein Name ist Mateusz Puta-Wong und ich bin an der HFM Würzburg Projektkoordinator für das Netzwerk 4.0. Heute wird der Vortrag gehalten von Professor Dr. Hannes Ritschl. Er wurde im Wintersemester 23/24 auf eine im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern geschaffene Professur für Orgelkunst, Kreativitätskonzepte und KI berufen. Und im Zentrum seiner Professur und seiner Arbeit steht die Exploration von Kreativität im künstlerischen, musikalischen Kontext, unter anderem auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hannes Ritschl ist Organist und hat promoviert in der Informatik zum Thema soziale Robotik und maschinelles Lernen. Und heute gibt er uns Einblicke in seine bisherige und zukünftige Arbeit zu Mensch-Maschine-Interaktion und KI am Beispiel der Hyperorgel. Die Hyperorgel ist eine ausgebaute und digital steuerbare Konzertorgel der Firma Kleis an der HFM Würzburg und eine von derzeit meines Wissens nach 6 Orgeln weltweit, die diesen Status eines historisch konzipierten und zugleich mit modernster Technik ausgestatteten Instruments haben. Bevor es jetzt beginnt, möchte ich kurz noch auf den Ablauf eingehen. Wir starten mit einem Vortrag und auch mit Live-Demos an der Orgel. Im Anschluss haben wir die Gelegenheit, gemeinsam in den Austausch zu treten. Wenn sich in der Zwischenzeit schon Fragen auftun, können Sie diese gerne im Chat schon mal stellen. Ich werde den Blick auf den Chat haben und mir die Fragen sammeln und zum Ende hin an Hannes Ritschl stellen. Ich freue mich sehr, Hannes, dass du der Anfrage zugestimmt hast und bin gespannt auf den Vortrag und auch auf den anschließenden Austausch gemeinsam und übergebe das Wort hiermit an dich. Willkommen auch von meiner Seite. Sie sehen jetzt im Moment gerade noch den Spieltisch der Orgel, der hier auf dem Balkon steht. Diagonal einmal rüber befindet sich dann die große Konzertsaalorgel, die Sie jetzt sehen, mit diesen eindrucksvollen Bildern und diesem Spieltisch voller digitaler Technik, die wir vor allem auch für die Zoom-Übertragung gerade benötigen, möchte ich einfach mit einer Präsentation starten. Wir beginnen in der Vergangenheit mit der Evolution. Alles begann mit Affen, mit Menschenaffen. Der frühe Mensch entwickelte seine eigenen Werkzeuge, seine Waffen, um sich verteidigen zu können. Und natürlich wurde auch irgendwann die Orgel erfunden. Und spätestens mit der Erfindung der Orgel war klar, der Mensch muss zurück und viel sitzen. Eine Orgel kann man nun mal nur spielen, wenn man auch sitzt und die Füße zur Verfügung hat. Jetzt ist natürlich die Frage, künstliche Intelligenz, digitale Technologien, wohin führt uns das? Hoffentlich nicht in die Situation, die Sie vielleicht aus der originalen Grafik, die ich hier etwas abgeändert habe, kennen, nämlich komplett zurück ins Digitale, in der wir als Organist nur noch da sitzen, in einen Laptop hineinstarren und die Orgel vollautomatisch irgendwelche Dinge tut. Das hat natürlich seinen eigenen Reiz und ist spannend. Meine Frage und meine Ziele, die ich mit dieser Professur gerne adressieren möchte, ist, wie können wir Elemente dessen, was die Maschine nun mal gut kann, wie kann man die zurück in das Spiel am Spieltisch bringen? Das heißt, der Fokus ist zunächst mal schon primär dort, wo ein Organist oder eine Organistin nämlich arbeitet, am Spieltisch.
und wie können wir jetzt digitale Elemente in dieser Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen, um damit kreativ neue Reize für Musizierende zu schaffen. Die einzelnen Begriffe kurz aufgeschlüsselt: Orgelkunst, Kreativitätskonzepte, künstliche Intelligenz. Das Orgelspiel selbst ist im Prinzip eine Art Anwendungskontext, also ein Kontext, in dem man versucht, Programme unterzubringen und zu schreiben, die genau hier einen Zweck erfüllen. Dieser Zweck ist dann, die musikalische Kreativität durch digitale Technologien zu fordern, aber auch zu fördern. Und künstliche Intelligenz ist schlichtweg nicht mehr oder weniger als ein Werkzeug. Die Dinge, die Sie jetzt im Anschluss dann auch hier praktisch sehen, haben nicht alle mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber mit allgemeinen digitalen Verfahren oder Algorithmen, die eben erlauben, auf digitale Weise Musik an einem analogen, in Anführungszeichen, Instrument zu machen. Was sind einige wenige Ziele? Natürlich digitale Spielhilfen. Spielhilfe bedeutet einfach nur, mir wird als Musiker das Leben irgendwie vereinfacht. In meinem Fall eben auch so eine Art semi-automatisiertes Spiel, wie Sie nachher sehen werden. Außerdem in Zukunft, und da kommt jetzt auch der kürzlich hinzugekommene Mitarbeiter mit ins Spiel, Dr. Daniel Hensel, der auch dann im nächsten Wintersemester ganz konkret die Lehre in diesem Bereich auch um digitale Musik und Klänge erweitern wird, also um alles, was akustisch und digitales Audio verbindet. Dazu gäbe es natürlich noch viel mehr zu sagen. Rechts auf der Seite sehen Sie so ein Schaubild. Für mich gibt es im Prinzip drei große Parteien. Das ist zum einen mal der Musiker bzw. die Musikerin, das Instrument selbst und das Publikum. Und die Orgel bietet einfach die einmalige Gelegenheit, in diesem Fall als eine Maschine, die wir digital steuern können, die aber gleichzeitig eben ein Musikinstrument ist, genau diese Ebene digitaler Technologien zu erforschen. Und die Technik bzw. die künstliche Intelligenz steht einfach als Mittelsmann zwischendrin, zwischen diesen Parteien inklusive des Publikums, soll zum einen eben ermöglichen, kreativ mit dem Instrument umzugehen und die menschliche Intelligenz mehr oder weniger zu fordern durch Algorithmen und durch verschiedene Möglichkeiten, die sich auftun. Und deshalb ist alles, was irgendwie digital sich in Programmcode abbilden lässt, letztlich eine Art Hilfsmittel zu kreativem Arbeiten, letztlich auch ein Kommunikationskanal, um eben beispielsweise in Zukunft auch mit dem Publikum in Kontakt treten zu können, aber auch weitere multimodale Reize, Licht etc. In diesen ganzen Prozess mit einzufügen. Im vergangenen Wintersemester, als ich hier gestartet bin, befand sich dieses Instrument noch im Fertigbau. Entsprechend war meine Überlegung, wie kann ich Musikstudierende auf digitalem Wege, also an einem rein mechanischen Instrument unterstützen. Und da sehen Sie jetzt hier einmal zwei algorithmische Kompositionsansätze. Auf der linken Seite, das wären jetzt sogenannte euklidische Rhythmen, auf der rechten Seite die Fibonacci-Zahlenfolge aus der Mathematik auf Tonhöhen abgebildet. Dann kann man dort beispielsweise verschiedene Skalen einstellen. Man kann diese Fibonacci-Reihe verschieben und dadurch Töne bereitstellen, und dann ist die Aufgabe, sich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt auf Basis von diesem Tonmaterial machen? Das lässt mir vollkommen frei, was ich für eine Rhythmik dazu ergänze, während beispielsweise auch bei den euklidischen Rhythmen eben nur der Rhythmus generiert wird, aber keine Tonhöhe. Da könnte man sich dann überlegen, okay, was passt dazu jetzt für Tonmaterial? Und Werkzeuge, die eine Einschränkung vorgeben, zu nutzen, um damit dann kreativ arbeiten zu können, dadurch, dass man eben gezwungen ist, eine Variable, die man sonst auch selbst gestalten kann, einfach mal abzugeben und vorgegeben zu bekommen. Das sind also zum Beispiel zwei solche Tools, die ich da entwickelt und genutzt habe im Unterricht. Ein weiteres wäre so eine Art Comic-Anzeigeprogramm. Dabei ist die Idee die der Programmmusik, also die Vertonung von außermusikalischem Inhalt. Die Handlung ist durch
die Paneele des Comics vorgegeben. Meine originale Idee war die von Stummfilmbegleitungen. Beim Stummfilm ist es so, die komplette Handlung ist natürlich durch das geschnittene Bild vorgegeben. Hier war so die Idee, man hat einen Comic, der besteht aus Einzelbildern. Natürlich hat man da auch da einen gewissen Lesefluss, aber man hat durch die fehlende zeitliche Forcierung mehr Freiheit, wie man das Ganze auf der zeitlichen Ebene ausgestaltet. Dort war eben die Aufgabe von Studierenden dann gemeinsam zu improvisieren, also die Handlung dieses Comics zu vertonen. In einem iterativen Prozess, also zunächst mal haben Studierende als Hausaufgabe die Aufgabe bekommen, sich selbst Gedanken zu machen alleine. Wie können sie jetzt zum Beispiel Charaktere aus diesem Comic durch eine Melodie oder einen Klang oder einen Rhythmus oder irgendeinen Parameter passend beschreiben. Jeder hat seine bisherigen Ideen vorgestellt, dann wurde ein bisschen diskutiert, wie könnte man das zusammenbringen. Dann wurde das iterativ versucht, gemeinsam über die Zeit an unterschiedlichen Instrumenten, mit Orgel, mit Klavier, mit Percussion, daraus einen musikalischen Plot zu erdenken und zu erzeugen. Und warum ist jetzt hier in diesem Fall die Technologie hilfreich? Zum einen mal, man hat den Comic in den Einzelbildern, man hat immer eine Vorschau rechts oben auf das nächste Bild, das kommen wird, sodass man sich auch als Musizierender mental vorbereiten kann, was passiert gleich. Und man kann dann durch Touch auf den Bildschirm von diesem Rechner oder auch über einen Bluetooth-Fußcontroller dieses Bild weiterschalten. Also einer hat dann praktisch die Aufgabe und die Verantwortung, auch für das Timing von dem Ganzen verantwortlich zu sein und dann eben weiterzuschalten. Dabei ist auch nützlich, dass diese Anwendung dann auf mehreren Geräten gleichzeitig angezeigt werden kann. Das heißt, alle Musiker und Musikerinnen haben vor sich den Bildschirm, auf dem sie das Comic-Panel sehen. Und wenn dann einer weiterschaltet, dann wird eben über Netzwerk automatisch überall weitergeschaltet, sodass jeder außer auf ein paar Millisekunden Verzögerung immer die gleiche Ansicht hat. Das waren also Beispiele, die in die Vergangenheit, in das letzte Semester zurückschauen, dementsprechend Kreativität ermöglicht oder herausgefordert durch technische Komponenten. Jetzt haben wir hier die fertiggestellte Hyperorgel, deren Spieltisch Sie jetzt eben in diesem Video sehen. Hier habe ich Ihnen noch ein Übersichtsbild. Diagonal auf der anderen Seite des Raumes befindet sich dann der eigentliche Klangkörper des Instruments. Unter anderem Teile davon auch bis ins Dach. Also die Orgel ist in dem ganzen Konzertsaal verteilt. Rechts unten und rechts oben sehen Sie noch ein paar Eindrücke aus dem Inneren des Instruments. Die Orgel wurde von Professor Bossert und Firma Kleis konzipiert und gebaut. Was ist das Besondere an diesem Instrument? Also zum einen die mechanische Kegellade ist etwas, was heutzutage nicht so oft gebaut wird. Hier wurde es aber mit Absicht gebaut, um sehr genaue Kontrolle über die An- und Absprache von einzelnen Tastenanschlägen haben zu können. Und dafür nur ganz kurz als Illustration. Der zweite Punkt, die Proportionalmagneten. Ich kann hier nicht nur binär ein-aus-spielen, wie man das oftmals an digital angesteuerten Orgel hat, dass der Ton entweder spielt oder nicht, sondern man kann mit einem gewissen Subset von Registern, die proportional spielbar sind, die Ansprache der Pfeife sehr genau regulieren, sodass auch nicht sofort der gesamte Wind, also nicht die gesamte Luft durchströmt, sondern man das durch den Hub der Taste abbilden kann. Also wenn ich hier ganz langsam herunterdrücke, und dann hört man auch, man hört so ein bisschen Rauschen und so ein bisschen Obertöne. Das kommt eben davon, dass praktisch der Tastentub hier proportional auf die Öffnung an der Pfeife übertragen wird. Und deshalb ist dieses Instrument unter anderem spannend. Man kann dann zum Beispiel auch diesen Tastenhub durch die digitale Steuerung sozusagen künstlich reduzieren. Jetzt kann ich über ein Fußpedal steuern, wie viel Luft durch die Pfeifen gehen soll oder nicht.
und das, obwohl ich eben die Tasten die ganze Zeit komplett herunterdrücke. Das also nur so als Hinweis auf die eigentlichen akustischen und künstlerischen Innovationen, die unter anderem in diesem Instrument stecken, die jetzt noch gar nichts mit dem zu tun haben, worum es in meiner Arbeit geht. Wenn Sie das aber weiter interessiert, also es gibt eben auch sehr exotische Klangfarben, die man auch sehr, sehr selten findet, die aber sehr wichtig sind auch für die Geschichte des Orgelbaus. Und wenn Sie für dieses ganze Konzept mehr Informationen haben möchten, dann verweise ich an der Stelle gerne an diese Webseite innovation-orgellehre.digital, das DVV-LIO Drittmittelprojekt, das auch ganz viel Online-Lehrinhalte zu diesem Instrument und zu sehr viel mehr bereitstellt. Die digitale Schnittstelle an diesem Instrument erlaubt im Grunde genommen, dieses Instrument so digital fernzusteuern, wie ich hier das als Organist auch am Spieltisch bedienen würde. Das heißt, ich kann virtuell Tasten drücken, ich kann virtuell Schwelltritte, also diese Fußpedale hier bedienen, ich kann Register an- und ausschalten. Die Steuerung ist sozusagen analog zum physischen Spieltisch. Wenn ich digital jetzt einen Ton spielen möchte, dann muss ich wissen, dass ich auf Kanal 3 der Klaviaturen eine Note mit dem Notenwert 64 beispielsweise anschalten muss und dementsprechend vielleicht vorher ein entsprechendes Register digital an- oder abwählen muss. Dadurch ermöglicht das Ganze eben ein sogenanntes virtuelles Orgelspiel, nenne ich es einfach mal, oder auch Kombinationen aus beiden, denn alles, was ich jetzt hier auf einer Taste drücke, wird auch automatisch rausgesendet und wenn ich da jetzt mein eigenes Computerprogramm dahinter schalte, dann kann das die Information dieses Tastendrucks aufnehmen, etwas damit machen und auch wieder eine Ausgabe an die Orgel zurückschicken. Auf Basis dieser digitalen Schnittstelle habe ich eine Software implementiert, über die man die komplette Orgel mit den ganzen Registern aus der Ferne registrieren kann. Das heißt, man kann dort unten auf der Bühne auch separate Klaviaturen aufbauen und von dort unten die Orgel spielen. Und dann hat man jetzt auch die Möglichkeit, diese Menge dieser Registerklappen, die Sie hier sehen, zum einen für sich zu filtern, damit man nur das sieht, was einen interessiert, und das Ganze dann von einem Mobilgerät oder einem Rechner aus der Ferne zu steuern. Kollaborativ, das heißt, es können auch wieder mehrere Leute gleichzeitig diese Anwendung nutzen und es wird außerdem auch wieder zwischen diesen ganzen Geräten über Netzwerk synchronisiert. Das heißt, man hat dann so eine große Übersicht mit allen Registerklappen von jedem Manual. Auf der linken Seite kann man sich die anzeigen oder ausblenden, die einen interessieren oder nicht. Und oben kann man sie noch nach verschiedenen Kategorien sortieren und filtern und dann kann man in der Mitte genau das bedienen, was einen interessiert. Dementsprechend vereinfacht das dann einfach die Arbeit, wenn man auf der Bühne ist und entsprechend trotzdem die Möglichkeit hat, das Instrument zu registrieren. Das, wozu ich eine Live-Demonstration vorgesehen habe, ist eine sogenannte Intervallkoppel. Es gibt auch in der Orgel selbst hier schon eine digitale Intervallkoppel, die man über den Orgelcomputer dann konfigurieren kann. Mein Ziel war ein bisschen ausgehend von einer solchen Intervallkoppel, das mit Sequenzern und zufallsbasierten Elementen, also aleatorischer Musik, zu kombinieren. Also man weiß selbst nicht genau, was passieren wird. Eine Sache, die jetzt natürlich zur Sprache kommt, ist, wenn ich jetzt hier mit dem Computer oder der Maschine gemeinsam musiziere, wie bediene ich das dann eigentlich? Und tatsächlich braucht man dafür primär einen Rechner, also beispielsweise ein Notebook und eine Schnittstelle für die Orgel. Aber es ist natürlich ergonomisch auch problematisch, wenn ich mich jetzt zum Beispiel zu meinem Laptop nach hier oder da lehnen muss. Das lässt sich in das Spielen schlecht integrieren. Das heißt, man braucht irgendeine Art von im Idealfall haptischer Interaktion, die ich schnell, effizient bedienen kann, um überhaupt das zu erreichen, was ich eigentlich möchte. Dementsprechend sehen Sie jetzt hier auf den Bildern so eine Art kleiner Mikrocontroller. Da sehen Sie mehrere Parameter, die man dann dort einstellen kann. Die eigentliche Hardware selbst habe ich jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Pappkarton und Heißkleber in eine Art Hülle reingebastelt. Tatsächlich ist das so ein kleines Drehrad und dann praktisch noch so eine Ein-Ausgabe-Einheit dazu. Das sind so 2 kleine Buttons.
und damit bedient man die Anwendung, die hier im Hintergrund läuft und die eigentliche Logik implementiert. Es gibt einmal diesen Mikrocontroller. Dafür braucht man eine eigene Firmware, das heißt, darauf habe ich ein Programm, das läuft, um genau diese Eingaben vorzunehmen und die auszuwerten. Man hat zum einen das Notebook, das jetzt hier auf der rechten Seite steht, dort läuft die eigentliche Anwendung, die die ganze Umsetzung übernimmt. Dieser Laptop ist mit diesem Mikrocontroller per USB verbunden, kommuniziert da und ist über MIDI mit der ARGL verbunden. Das heißt, der PC bekommt jeden Tastenanschlag, den ich hier spiele, mit und entscheidet dann aufgrund meiner Parameter hier, was er zurück an die ARGL sendet. Der Ursprung einer solchen Intervallkoppel wäre, ich habe eben ein Intervall, das ich automatisch mitspielen möchte. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein C spiele, dann möchte ich zum Beispiel, dass eine Quinte dazu gespielt wird. Aber ich möchte eben nur das C drücken. Ich muss zum einen mal an meinem Mikrocontroller einstellen, auf welchem Manual ich jetzt einstellen möchte, welche Intervalle miteinander gespielt werden. Und dann muss ich das Ganze noch aufnehmen. Dafür habe ich hier so einen roten Knopf am Manual angebracht. Und im Prinzip müsste dann, genau, wenn ich es anschalte mit dem blauen Knopf oder ausschalte, habe ich praktisch diese Funktion. Ich kann jetzt natürlich sehr schnell irgendwelche anderen Intervalle eingeben. Und dieses gesamte Tonmaterial, was ich jetzt hier einspiele, das wird parallel abgespielt. Es gibt auch noch weitere Modi dieser Intervallkoppel und das ist das, wo es dann eben interessanter wird. Das wäre dann zum Beispiel ein Modus, in dem wird nur eine der eingespielten Noten zufällig gewählt. Das heißt, aus meinem Material werden eben zufällige Elemente rausgenommen. Ich kann die Dinge, die dazu gespielt werden sollen, auch sequenziell hintereinander abspielen lassen. Und ich kann sie auch mit einem Arpeggiator kombinieren. Und ein Arpeggiator kennt jeder, der schon mal ein digitales MIDI-Keyboard oder so benutzt hat, das eine solche Funktion hat. Die Idee ist einfach, dass der Akkord nicht gleichzeitig gespielt wird als Akkord, sondern über die Zeit aufgeteilt wird. Je größer jetzt hier der Versatz ist, desto besser hört man das natürlich. Das heißt, ich habe jetzt die Melodie oder die Tonfolge auch auf der zeitlichen Dimension verteilt. Und die Anschlaglänge entscheidet darüber, wie lange die Noten dann auch von der Maschine gespielt werden. Es gibt dann noch einen Arpeggiator-Modus, der läuft auch zufällig, das heißt, die Reihenfolge ist nicht identisch. Und dann kann man sich entsprechend überlegen, zum einen, was man mit diesen Grundfunktionen schon mal alles anstellen kann und zum anderen lässt sich jetzt auch noch zusätzlich, das ist eben dieses Zufallsmoment, jede Note, die die Maschine spielt, über eine gewisse Wahrscheinlichkeit verschieben, nach oben oder nach unten. Das heißt, ich kann eingeben, um wie viele Halbtonschritte soll die Note nach oben oder nach unten verschoben werden. Wenn ich das Ganze jetzt eben wieder als einen Akkord einfach mal, zum Beispiel einfach nur mit einer Quinte, dann wird jetzt eben nicht immer eine reine Quinte gespielt, sondern mal ist es vermindert, mal übermäßig. Das heißt, für mich wird jetzt auch als Musizierender
gar nicht mehr ganz vorhersehbar, was eigentlich konkret musikalisch als Ausgabe von der Maschine kommt. Das heißt, je nachdem, wie groß ich diesen Bereich auch stelle, bis zu 2, 3 Oktaven, kann man jetzt hier entsprechend mit Zufall arbeiten, den man aber selber trotzdem relativ genau unter Kontrolle hat. Also ich kann jederzeit sagen, ich habe ein Preset, bei dem ist zum Beispiel der Zufall auf einer ganzen Oktave. Ich habe ein zweites Preset, bei dem ist er nur in einem sehr geringen Rahmen und dann könnte ich das zum Beispiel auch benutzen, um zwischen denen zu wechseln. Und ich kann natürlich jederzeit diese Funktion auch einfach abschalten. Es ist einfach nur eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt eine Orgel typischerweise bereitstellt, um zufallsbasierte Momente und auch auf der zeitlichen Achse, die man praktisch durch diesen Sequenzer, der da im Hintergrund eigentlich noch mitläuft, erweitern kann. Eine Orgel hat ja viel mehr Möglichkeiten, als jetzt mit einem Manual und einem Register eine Intervallkoppel zu spielen. Ich kann natürlich in diesem System jetzt auch konfigurieren, auf welchem Manual soll diese Intervallkoppel eigentlich eingesetzt werden. Also bisher war das jetzt alles auf dem ersten Manual. Ich kann aber natürlich auch sagen, das soll auf dem dritten passieren. Und dementsprechend würde es nur dann auf dem dritten angewendet und ich kann auf dem ersten Manual, auf dem ich beispielsweise dieses Tonmaterial einspiele, ganz andere Dinge tun oder es sogar stumm schalten. Also ich kann das Tonmaterial beispielsweise hier auf dem ersten Manual festlegen, unhörbar und dann gleichzeitig auf dem dritten Manual es anwenden. Und dadurch habe ich einfach jetzt während des Musizierens viel mehr Freiheiten, als die Intervallkoppel mir hier am Spieltisch direkt bieten würde, denn die kann ich nicht so schnell umkonfigurieren und auch nicht irgendwie randomisiert benutzen. Das also als eines dieser Entwicklungen, die ich da vorgenommen habe. Eine zweite wäre, wenn man an das Thema künstliche Intelligenz im Sinne von Machine Learning denkt, also maschinelles Lernen, generative künstliche Intelligenz. Also das, was jetzt gerade gezeigt wurde, das sind ja Logiken, die kann man genau 1:1 so in Programmcode abbilden. Dafür braucht man kein Machine Learning, das wäre im Gegensatz sogar hinderlich, weil dabei mehr Unvorhergesehenes passieren würde, als man eigentlich möchte, weil man ja eine ganz konkrete Vorstellung davon hat, was eigentlich passieren soll. Die andere Seite wäre eben künstliche Intelligenz à la Machine Learning. Das heißt, das Problem lässt sich nicht so einfach beschreiben, dass ich einfach einen Algorithmus hinschreibe, der mir jetzt eine Melodie fortführt. Dementsprechend ist da eben die Idee, ein sogenanntes Modell zu benutzen, was schon vortrainiert ist auf verschiedenen Datensätzen. Und hier ist jetzt die Idee, an der Orgel ein Fragment direkt selbst einzuspielen und dann ergänzt die Maschine das, was von dem maschinellen Lernmodell eben vorhergesagt wird. Die Herausforderung dabei, in diesem Fall basiert das Ganze auf Google Magenta. Das ist also ein Projekt, das frei im Internet zur Verfügung steht. Das benötigt aber diskrete Daten als Eingabe, also in dem Fall zum Beispiel MIDI-Dateien. Hier haben wir, wenn wir das Ganze jetzt eben in den Live-Einsatz bringen, das ist ja das, was mich im Kern interessiert, wie kann man das direkt am Spieltisch nutzen, natürlich die Herausforderung, dass wir aus dem, was hier gespielt wird, erstmal diskrete Daten im Sinne von Daten, die so für Google Magenta funktionieren, benötigen. Und
dafür habe ich jetzt praktisch auch wieder auf diesem Drehrad verschiedene Funktionen, die man oder Parameter, die man einstellen kann. Das ist zum einen mal ganz oben das Tempo. Ich habe jetzt selbst einen Algorithmus, der die Tastendrücke, die jetzt hier gespielt werden, nochmal quantisiert. Das heißt, nochmal abtastet und in ein zeitliches Raster bringt, damit sie eben als Eingabedaten für die Inferenz funktionieren. Und dementsprechend braucht man hier ein Tempo, das man zugrunde legt, eine Größe, nach der man quantisieren möchte, also was praktisch die kleinste Einheit, die der Organist oder die Organistin spielen kann, zum Beispiel Achtel, dann kann ich eben keine Sechzehntel mehr spielen, sondern die größte Einheit ist dann ein Achtel. Dann gibt es noch eine sogenannte Temperatur, die dient dazu festzulegen, wie stark soll die Ausgabe in sich selbst sich wiederholen, beziehungsweise wie viele unterschiedliche Ausgaben sollen generiert werden. Entsprechend kann man auch ausgeben oder anwählen, wie lange soll die Ausgabe der Maschine sein und welches der bereitgestellten Modelle soll auch benutzt werden. Man hat eben zu Beginn ein Motiv, das spielt man ein und der Rest, der jetzt generiert wird, Noten, die die Maschine beisteuert. Und diese Ausgabe, die habe ich jetzt auch wieder selbst in Notenform, denn beim Musizieren am Spieltisch, entweder die Maschine würde einfach vollautomatisch plötzlich diese Melodie ergänzen, dann ist so ein bisschen die Herausforderung, wie bekommt man das in Echtzeit hin, denn die Inferenz von diesem Modell, also wie lange es dauert, bis zu diesem Anfangsmotiv die Ausgabe erzeugt wird, das geht sogar relativ schnell, es sind nur irgendwie vielleicht 100 Millisekunden, je nach Hardware auch. Aber zum Beispiel in diesem Fall dauert jetzt das Generieren der Noten nochmal viel länger, also der Partitur dauert länger als die eigentliche Inferenz davon. Das sind alles Dinge, an denen kann man noch weiter bauen. Aber dazu jetzt auch eine kurze Demo. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal Tempo 100 und natürlich brauche ich jetzt, wenn ich hier am Spieltisch sitze, ein Metronom, das ich auch irgendwie verstehen kann. Wenn ich selber Musik mache, ist irgendwie der Audiokanal irgendwie belegt. Den kann ich natürlich eher nicht so gut nutzen, außer ich stecke mir einen Knopf ins Ohr. Aber ich habe es jetzt so gelöst, dass ich über die Geschwindigkeit der Aufnahmeanimation von dem Mikrocontroller den Puls sehe. Das heißt, ich kann eben das Metronom sehen und dann kann ich entsprechend etwas aufnehmen. Da muss ich jetzt nur schauen, auf welchem Manual. Auf dem ersten Manual müsste das beispielsweise sein, damit wir was hören können, ein Register einschalten. Jetzt war meine Sequenz zu kurz. Wir müssen es nochmal wiederholen. Jetzt macht die Maschine was und jetzt müsste man auf dem anderen Laptop, sieht man jetzt die Ausgabe. Ich kann jetzt einfach mal versuchen, den Anfang anzuspielen. Also der erste Takt stimmt, der erste Takt ist praktisch das, was ich eingespielt habe. Und dann wird es interessant. Da muss man jetzt vielleicht das Modell nochmal bitten, eine schönere Ausgabe zu generieren. Einen Versuch ist es wert. Das sieht schon einfacher spielbar aus. So viel also zu diesem ersten Prototypen, was das Integrieren von maschinellem Lernen in dieses System betrifft. Für Sie noch als kurze Idee, was da jetzt eigentlich alles im Hintergrund abläuft und
was das eigentlich alles bedeutet, was man hier sieht. Also das Ziel davon ist ja, dass MusikerInnen und Musiker davon nichts mitbekommen. So, die sollen im Prinzip diesen Controller benutzen, die Parameter einstellen und der Rest passiert im Verborgenen. Das heißt, 95% dessen, was hier passiert, bekommt man ja gar nicht mit. Und deshalb eben so als kleines Schaubild hier, wir haben natürlich einmal auf der linken Seite unser Strichmännchen, das ist der Organist oder die Organistin, hat dann in der blauen Box, in der gestrichelten, eine gewisse Nutzerschnittstelle. Das kann jetzt entweder vielleicht ein Notebook sein, was hier oben am Notenpult steht, oder in meinem Fall jetzt hier gerade dieses Bedienrad mit irgendwelchen Knöpfen oder anderen Sensoren, ein Touchscreen etc. Und überall dort, also zum Beispiel dieser Mikrocontroller muss eigens programmiert werden. Für einen Touchscreen oder eine andere Notebook-Anwendung brauche ich auch irgendeine grafische Benutzeroberfläche. Das heißt, da steckt schon viel Arbeit drin, was eigentlich die Interaktion mit diesem System betrifft. Und dann haben wir in der Mitte eine zentrale Instanz, die bekommt in meinem Fall die Eingabe von dem Nutzer, also in unserem Fall Musikerinnen oder Musiker. Zum einen mal bekommt sie die Eingabe, macht aber auch die Ausgabe an den Nutzer oder die Nutzerin, eben über grafische Ausgaben beispielsweise, und muss auch mit der Orgel kommunizieren und die gesamte Logik implementieren. Was passiert jetzt eigentlich? Also zum Beispiel für die Intervallkoppel, die diversen verschiedenen Algorithmen oder die verschiedenen Logikkomponenten, die da drinnen stecken. Was passiert, wenn ich in welchem Modus bin? Was muss passieren, wenn das Ganze über die Zeit verteilt ist und abgespielt werden soll? Was passiert, wenn ich eine Note zum Beispiel an dem Spieltisch bereits gedrückt habe und die jetzt aber digital auch mitgespielt wird und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Sonderfälle auch, die da mit reinspielen, und das ist aber letztlich auch das, was es interessant macht, weil wir haben hier eben ein Echtzeitsystem, was nicht einfach nur darauf basiert, dass man irgendwo einen textbasierten Prompt eingibt, sondern dass man das Ganze eben direkt am Instrument ins eigene Musizieren oder Spielen integrieren kann. Und dann gibt es potenziell auch noch andere Komponenten, also rechts oben zum Beispiel diese beiden stilisierten Rechner, die sind vielleicht auch über Netzwerk zum Beispiel noch verbunden, denn eine Sache, die natürlich nicht zu vergessen ist, das, was jetzt dieser Laptop gerade macht, eben diese Intervallkoppel auswerten oder die Aufnahme für die KI und so weiter. Alles muss so programmiert sein, dass es eben mit möglichst minimaler Latenz, also mit möglichst wenig Verzögerung funktioniert. Das heißt, diese Anwendung von dieser zentralen Komponente muss darauf optimiert sein, dass es zu keiner nennenswerten Verzögerung kommt, weil wenn die Logik so komplex ist, dass es einfach 100 Millisekunden dauert, bis das Ergebnis errechnet ist, dann ist das einfach hörbar, dass der Computer etwas tut, und das darf eben nicht sein. Und deshalb wird es sicherlich in Zukunft so sein, wenn man jetzt KI-Modelle hat, die größer sind, die auch mehr Zeit brauchen für die Inferenz, also bis was generiert wird, dann muss man diese Aufgaben, für die zum Beispiel so ein Laptop auch viel zu schwach ist, outsourcen und umleiten an einen anderen Rechner. Das heißt, es muss irgendwie über Netzwerk zum Beispiel angebunden werden, und dann muss natürlich die zentrale Komponente auch immer wieder abchecken, okay, ist jetzt die andere eigentlich schon fertig, hat die mir mein Ergebnis zurückgesendet und so weiter und so fort. Das heißt, da stecken auch ganz viele Informatik-Überlegungen drinnen, die einfach absolut notwendig sind, damit man so ein System überhaupt zum Laufen bringt und dass es auch tatsächlich im spielbaren Live-Einsatz nutzbar ist und nicht eben eine halbe Minute gewartet werden muss, bis der Computer etwas errechnet hat. Das heißt, 95% der Arbeit, die hier passieren, von meiner Seite aus, die sind komplett unsichtbar. Die finden zum Beispiel im Code-Editor statt, wo in tausenden Zeilen Programmcode dann eben verschiedene Abschnitte und Funktionen für diverse Sonderfälle und diverse unterschiedliche Blöcke vorhanden sind. Was hat es auf sich mit diesen Mikrocontrollern? Ich benutze jetzt hier Hardware des Internet of Things, also die Firma M5 Stack, deren Hardware ich hier benutze, baut Hardware für das Internet der Dinge. Was ist das Internet der Dinge? Im Prinzip ist die Idee, weltweit
ja, die physische Welt und die virtuelle Welt zu verknüpfen. Das heißt, man hat eine Interaktion und Kommunikation von Menschen, Umwelt und elektronischen Systemen, die man irgendwie versucht zusammenzubringen. Das heißt, sowas wie eine Wetterstation ist zum Beispiel eine Komponente im Internet der Dinge. Denn die misst mit irgendwelchen Sensoren die Temperatur, die Windgeschwindigkeit, Windrichtung und so weiter und stellt sie dann übers Internet anderen Komponenten zur Verfügung. Das heißt, man hat miniaturisierte Computer und letztlich ist hier so ein Mikrocontroller, dieses Drehrad, Hardware für Bastler. Man hat jetzt hier einfach schon einen Touchscreen eingebaut, man hat dieses Drehrad, über das man die Nachricht bekommt, wenn jemand gedreht hat. Und dadurch kann man jetzt durch eigenen Programmcode, der hier drauf läuft, dafür nochmal eigene Anwendungen und Logiken entwickeln, die eben dieses Nutzerinterface bereitstellen. Im Prinzip wäre das soweit im Wesentlichen das, was sich jetzt hier auf die Live-Präsentation und die eigentlichen Programmierinhalte und informatischen Aspekte bezieht. Das, was Sie jetzt gesehen haben, sind die technischen Aspekte dahinter, die ich einfach gerne mal ein bisschen beleuchten wollte. Das ist meine Welt, wie ich Unterricht vorbereite. Denn diese Tools kommen dann eben im Unterricht zum Einsatz. An der Stelle auch noch der kurze Hinweis. Wir haben auch Kooperationen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt, wo beispielsweise im Moment gerade auch schon einige studentische Projekte laufen, wo es dann im nächsten Jahr oder zeitnah auch erste Resultate zu sehen geben und zu hören geben wird. Und mit der Universität Würzburg sowie auch in der Universität Augsburg bestehen Kooperationen. Wenn Ihnen das hier also, was jetzt primär auf meine Arbeit bezogen ist, noch nicht genug war, dann sind Sie natürlich auch herzlich dazu eingeladen, die weitere Arbeit hier mitzuverfolgen. Da wird sicherlich auch in den kommenden Monaten und Jahren noch einiges passieren. Das wäre es jetzt also soweit zu meiner Präsentation und meinem Input. Dann können wir sehr gerne in die Diskussion und die Fragen übergehen. Vielen Dank für den Einblick, sowohl in die Vergangenheit als auch schon in die Zukunft. Und es gibt auch schon erste Rückfragen. Ich gehe die mal chronologisch durch. Und wenn sich dann noch weitere Fragen ergeben, gerne hinzufügen. Und zwar die erste wäre nochmal, zu Beginn kam die, als du über das Beispiel der Quinte gezeigt hast, in dem du auch verminderte Quinten oder so eine Varianz reingegeben hast. Und da war die Frage, ob die Veränderungen von reiner Quinte zu verminderter Quinte über den Luftdruck erzeugt wird oder elektronisch. Also wenn ich jetzt vom C ausgehe und die Quinte wäre jetzt hier das G, dann sendet jetzt der Computer einfach statt dem G ein Fis oder ein Gis. Das heißt, virtuell wird eine andere Taste gedrückt. Und also es wird im Endeffekt einfach das, was der Computer sendet, wird transponiert. Also einfach um eben bis zu so und so viele Halbtöne, die man über den Mikrocontroller oder dieses Interface dann einstellen kann. Okay. Die nächste Frage geht schon in Überlegungen, ob die Melodiefortsetzung anhand anderer Daten zu trainieren gedenkt wird. Zum Beispiel in einer bestimmten Stilistik wären möglicherweise auch harmonische Ergänzungen denkbar, auch in einer bestimmten Stilistik. Und wie steht es um den Einsatz zum Thema Improvisation oder in der Improvisation? Also auf jeden Fall, das ist jetzt praktisch wirklich erst der allererste Versuch. Wie ich eingangs erwähnte, wird ja jedes Drücken, Runterdrücken und Loslassen der Taste am Spieltisch mir an den Computer gesendet. Das heißt, für die Zukunft ist natürlich sehr interessant, wenn ich die Möglichkeit habe, alles, was hier gespielt würde, sozusagen mit zu protokollieren. Dann wäre es natürlich sehr spannend, wenn jetzt jemand hier improvisiert, auf Basis dieser selbst gespielten Musik wiederum mit maschinellem Lernen eigene Modelle zu trainieren und im Idealfall Modelle zu haben, die auf spezifische Organisten oder Organistinnen zugeschnitten sind. Also wenn jemand sich dann dafür interessieren würde, okay, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Stunden Tonmaterial bereits selber eigentlich an diesem Instrument gespielt,
wie würde denn jetzt eine KI auf Basis meines eigenen Spiels Musik machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal der erste Versuch. Im Moment ist es ja auch so, dass diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier gezeigt habe, das ist ja alles Work in Progress. Das heißt, man muss auch ständig den Programmcode wiederum umschreiben. Das kostet auch sehr viel Zeit, weil jedes Mal, wenn eine neue Funktion hinzukommt, an die man bisher ja noch nicht gedacht hat, muss man diese ganze Arbeit ja auch wieder anpassen. Das heißt, da wird natürlich noch sehr viel passieren. Ja. Die nächste Frage geht einen Ticken weiter, aber wird auch wieder eingefangen in Richtung Improvisation. Also was kannst du zum Potenzial für die Lehre sagen? Vielleicht auch schon Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Und ergänzend dazu auch noch, auch im Bereich, im Unterricht explizit zu Orgel und der Improvisation. Also zum Beispiel jetzt das, was ich anfangs gezeigt hatte mit den Comics, das war eben letztes Semester im Winter Bestandteil eines meiner Seminare. Da hat man zum Beispiel gemerkt, zum einen war es für einen dieser Comics, hat es sehr gut funktioniert und ich fand, es kam am Ende wirklich beeindruckende Programmmusik dabei raus. Hat, glaube ich, einen Vorteil, dass so ein Comic typischerweise auch, also ich habe jetzt keine Comics gesucht, die irgendwie 20 Seiten lang sind, sondern das ist so ein Webcomic, der besteht vielleicht so aus maximal 10 Paneelen und entsprechend kann man da natürlich viel Arbeit dann in eine knackige, kurze Handlung investieren und dann hatte man eben auch den Vorteil, es gab unterschiedliche Instrumente, unten die Rieger-Orgel im Orgelsaal wurde genutzt, der Flügel dort und ein Student hatte auch noch Percussion dabei. Also vielseitige musikalische Expertise, alles zusammen hat einen sehr kreativen Output erzeugt, weil auch natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten mitgewirkt haben. Und das hat beispielsweise für einen Comic sehr gut funktioniert, bei einem anderen Comic hat es zum Beispiel wieder nicht so gut funktioniert, weil einfach die Handlung nicht so viel hergegeben hat. Also das ist einfach so ein bisschen ausprobieren, wurde aber meines Erachtens nach von den Studenten auch gut angenommen. Also war auf jeden Fall mal eine andere Form oder ein anderes Format von Musik, das da in die Lehre mit eingeflossen ist. Das heißt, didaktisch auch ausprobieren, experimentieren auf Seiten der Lehrenden, also eine Offenheit für das Ausprobieren, vielleicht auch mal abändern im Progress und gleichzeitig auch schon ein Potenzial der Interaktion im Unterricht, weil man über solche Tools dann nochmal ganz anders in kreativen Austausch kommt. Genau, also für mich war es hochspannend, wie Studierende jetzt mit dem umgehen, was ich bereitstelle. Für die Studierenden war es, glaube ich, auch sehr interessant, einfach mal nicht von Noten oder komplett frei zu improvisieren, sondern einen gewissen Rahmen vorgegeben zu bekommen. Wenn man jetzt an dieses System hier zum Beispiel mit dieser Intervallkoppel und so, je mehr technische Parameter es dann natürlich gibt, desto mehr muss man auch das System selber natürlich einführen. Das heißt, es wird, glaube ich, erstmal auch nicht so sein, dass man sagen kann, hier, diese Orgel hat in Anführungszeichen KI, macht alles automatisch, du brauchst nur noch spielen und die tollsten Dinge passieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Illusion, denn natürlich, also selbst wenn es so ist, dann macht die Orgel eben irgendwas, aber vielleicht möchte ich ja als Künstler, als Musiker selbst auch noch eine gewisse Kontrolle darüber behalten. Also natürlich müssen jetzt Teilnehmer dieser Seminare auch ein gewisses Interesse mitbringen oder eine gewisse Bereitschaft, sich dann natürlich auch mit ein paar technischen Parametern irgendwie zu befassen. Aber ich versuche das ja schon auf das Minimum zu reduzieren, sodass eben für den Menschen eben wirklich eine relativ übersichtliche Anzahl von Parametern beziehungsweise an Nutzerschnittstellen vorhanden ist. Und wie gesagt, das Eigentliche, was da passiert, das ist ja sowieso unsichtbar. Passend dazu auch noch eine Informatikfrage. Welche Programmiersprachen kommen zur Anwendung? Also auf diesem Mikrocontroller hier, das ist jetzt im Moment in C++ implementiert,
Da ist so ein ESP32 Mikrocontroller drinnen, der hätte theoretisch auch WLAN und Bluetooth Low Energy. Benutze ich jetzt aber mit Absicht nicht, auch wenn man sich jetzt dafür das USB-Kabel sparen könnte, weil man dann natürlich zusätzlich nochmal die Herausforderung hat, dass eben drahtlose Kommunikation immer zum einen zeitversetzt ist und zum anderen halt instabil. Das heißt, da ist im Wesentlichen einfach C++ im Spiel. Die Sache mit der Intervallkoppel ist jetzt praktisch mal für den ersten Prototyp in der Programmiersprache Python implementiert. Python ist jetzt nicht unbedingt die beste Programmiersprache, um zeitkritische Dinge zu implementieren, also um Echtzeitsysteme zu gestalten. Hat aber trotzdem den ganz einfachen Grund, warum ich es trotzdem darin geschrieben habe, weil ich selber eben am Anfang ja auch noch nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Also es müssen ja noch viele, also das ist ja jetzt eben erstmal der Anfang, man muss es eben auch permanent wieder überarbeiten und entsprechend solche Dinge gehen mit Python relativ einfach, weil man nicht so viel schreiben muss und weil die Sprache relativ einfach zu lesen ist. Wenn man das jetzt zum Beispiel in C++ von Anfang an bauen würde, dann hätte man, glaube ich, keine gute Zeit, außer man weiß eben vorher schon genau, welche Funktionalitäten man benötigt. Eine Frage kam hier jetzt nochmal rein, und zwar über welche Schnittstelle die Orgel mit dem Computer kommuniziert und ob die Bandbreite der Schnittstelle ausreichend für alle Daten ist. Das ist im Moment MIDI, das heißt, die Orgel hat auf der Rückseite ganz normal diese Standard-MIDI-DIN-Anschlüsse und dementsprechend ist dann hier irgendwo auf der rechten Seite vom Spieltisch steht jetzt hier so ein MIDI-Merger, der auch gleichzeitig ein MIDI-Interface ist, das per USB an den Rechner angeschlossen ist. Darüber kann ich MIDI-Daten empfangen und auch senden und dafür ist die Bandbreite für diese Art von Anwendungen im Moment vollkommen ausreichend. Ja. Hier kam auch noch ein Dankeschön aus Trossingen, wo gerade, wie ich lese, auch KI in der Musik als größeres Projekt betrieben wird und angemerkt wird, wie interessant es ist, dass es so unterschiedliche Ansätze sein können in der Auseinandersetzung mit dem Thema und gerade das Orgelspielende am Spieltisch als strategischer Ausgangspunkt sehr reizvoll ist. Ja, also das ist im Prinzip so ein großer Vorteil, sage ich mal, den jetzt eben die Orgel bietet in unserem Fall oder jede Orgel, die irgendwie eine digitale Schnittstelle hat. Dadurch, dass es eben eine Maschine ist, ist eben der Weg, die auch zu automatisieren oder digital steuern zu können, nicht ganz so weit, wie wenn es jetzt beispielsweise eine Violine wäre, wo man erstmal irgendwie versuchen müsste, einen Roboterarm zu haben, der das überhaupt so fein granular kann. Sicherlich wird auch da ganz viel passieren und viel Spannendes möglich sein, auch in der Kombination mit Robotik und so weiter. Hier ist eben der Vorteil, ich habe nach wie vor ein akustisches Instrument. Natürlich könnte man solche Dinge jetzt auch in der komplett digitalen Musikwelt nachstellen. Die Orgel ist eben so ein bisschen dazwischen, wo ich eben beide Möglichkeiten habe und die Studierenden dann auch dort abholen kann, wo sie praktisch sowieso herkommen. Gibt es denn noch weitere Fragen oder habe ich eine Frage vielleicht übersehen? Ansonsten hätte ich noch eine, und zwar auch mit nochmal Perspektive und Vision, auch in Bezug auf didaktische Konzepte oder musikalisch-künstlerische Lehre. Einmal vielleicht ganz persönlich bei dir gesehen, was verfolgst du vielleicht auch explizit im nächsten Jahr oder also im nächsten Studienjahr oder in den nächsten Jahren und wo siehst du vielleicht auch so Potenziale nochmal aufs Gesamtheitliche gesehen, jetzt beispielsweise wie Trossingen beschreibt, gibt es verschiedene Hochschulen, auch verschiedene Stationen, die sich mit dem Thema beschäftigen und aus deiner Sicht, wo siehst du darin vielleicht auch Potenzial oder vielleicht auch Synergien, die sich ergeben könnten? Ja, ich denke, es gibt ja praktisch jetzt ganz viele Möglichkeiten, wie man mit KI im Kontext Musik forschen und arbeiten kann. Also natürlich auf der prompt-basierten Ebene, dass ich einfach fertiges Audio generiere, das ich mir anhören kann.
Das hier wäre jetzt mehr so dieser Gedanke, das in das direkte Spiel zu integrieren, einfach weil ich die Echtzeitdaten habe. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Und also ich glaube, es wird in Zukunft ganz viele Möglichkeiten geben, wie man sich gemeinsam da begegnen kann und wo an ganz vielen unterschiedlichen Ansatzpunkten, egal ob das jetzt ist, einfach einen Text zu generieren, der mir zum Beispiel als Programmmusik, in Anführungszeichen, also ich mache Musik, die einen geschriebenen Text illustriert oder versuche dazu zu improvisieren oder beispielsweise für etwas, das gespielt wird, parallel Bildmaterial zu generieren oder Verschiedenes. Meines Erachtens nach darf man KI im Kontext Musik, oder so verstehe ich das und werde ich das auch handhaben, nicht allein nur auf generative Musik beschränken, sondern eben im Sinne von Kreativität auch natürlich auf andere Modalitäten, die irgendwie auftreten. Also eben zum einen kann ich natürlich Dinge hören, aber beim Spielen sehe ich natürlich auch Dinge, auch insbesondere das Publikum sieht natürlich die meiste Zeit in einem Orgelkonzert eigentlich primär nur den Orgelprospekt, aber auch nicht unbedingt den oder die Musizierenden. Dementsprechend, ich glaube, es gibt einfach ganz viele verschiedene Ansatzpunkte und für meinen persönlichen Fokus wäre jetzt auf jeden Fall erstmal so eine Art kleines System zu haben, mit dem man eben auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Funktionen explorieren kann, egal ob das mit oder ohne maschinelles Lernen passiert. Hauptsache, es ermöglicht einem eben ein bisschen anders Musik zu machen, beziehungsweise einfach das handwerkliche Spiel sozusagen zu erweitern. Die Teilnehmenden sehen anscheinend alle ihre Fragen auch beantwortet für jetzt und deswegen würde ich an dieser Stelle dir vor allem, Hannes, ganz herzlich danken für die Einblicke, für die möglichen Perspektiven, die du aufgezeigt hast, für den Work in Progress, auch das zu zeigen und ich glaube dadurch auch auf eine Art und Weise zu inspirieren, vielleicht auch selbst nochmal irgendwie mit einem anderen Blick auf das Thema KI und Mensch-Maschine-Interaktion zu blicken. Und von uns beiden darf ich, glaube ich, allen Teilnehmenden hier und auch digital danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute hier am frühen Nachmittag mit uns auf dieses Thema zu blicken. Und in ganz besonderer Art möchten wir vor allem auch Danke sagen an Jürgen Rummel, der hier im Hintergrund die technische Umsetzung und Unterstützung für uns gewährleistet hat. Lieber Jürgen, vielen Dank für Kameraführung, Audioübertragung und für deine Hilfe für genau dieses Event heute. Ich möchte noch einmal auch die Gelegenheit nutzen, um auf das Netzwerk zu verweisen und den allgemeinen Veranstaltungskalender vom Netzwerk 4.0. Da finden Sie noch ganz viele weitere Veranstaltungen, die wir als Hochschulverbund gemeinsam organisieren und auch kostenfrei nutzen können. Vielen Dank für die Teilnahme und ich hoffe, wir bleiben in einer Art und Weise in Kontakt. Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir oder auch zu Hannes Ritschl auf, wenn es noch Fragen oder auch Anregungen gibt. Wir sind, glaube ich, gerne im Austausch und nutzen diese Plattform gerne, um auch selbst voranzukommen. Vielen Dank für die Teilnahme.